Interessierte und wissensbegierige Angler fragen mich ab und an, was sich alles in meiner Clubbox XL speziell beim Fiedern verbirgt. Was sich genau darin befindet und warum ich genau diese Teile jedes Mal am Wasser habe, das lüfte ich gleich in diesem Filmchen. Bleibt dran und seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Friedfischen TV und für alle neue Gesichter, mein Name ist Michael Schlögel und meine Passion ist seit über 50 Jahren modernes Friedfischangeln pur. Ich führe Workshops in Gruppen sowie Privatcoaching direkt am Wasser durch. Wer gerne hierzu Interesse hat, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Auf los geht's! Ich möchte nicht jedes Mal von Fiederansitz zu Fiederansitz die Inhalte auf die jeweilige Angelsituation anpassen. Daher verbirgt sich im Inneren dieser Clubbox ein von mir ganz individuelles, ausgeklügeltes Konzept. Das heißt, diese Teile bleiben von Ansitz zu Ansitz so gut wie unverändert an ihrem Platz. Wir sprechen heute ausschließlich über das Fiederfischen sowohl im Method als auch im klassischen Stil. In einer meiner vergangenen Filmchen habe ich bereits meine Geheimnisse in der Fiederanglertasche gelüftet. Auch gab es bereits ein Filmchen von mir, was sich in meiner Sitzkepe befindet. Hier oben habe ich euch mal die Filmchen verlinkt. Aber nun zur Clubbox. Untergebracht werden die Sachen in dieser robusten Clubbox XL, die ich mir 2005 zugelegt hatte. Sie ist immer noch intakt. Gut, die Scharniere und Schrauben sind inzwischen an der Oberfläche gerostet, aber erfüllen immer noch ihren Zweck. Ich persönlich ziehe bei der Wahl die Clubbox immer gegen Beistelltische vor. Warum? Weil das Auf- und Abbauen viel schneller geht, als jedes Mal den Tisch zu decken und nach dem Fischen wieder in die Angeltasche zu verstauen. Da benötigt ihr eine extra Angeltasche hierfür und in der Clubbox ist alles untergebracht. Besser geht's nicht. Ferner kann man die Clubbox gut transportieren. Nebenbei bemerkt, passt die maßgeschneiderte Box zum Transport in den unteren Stauraum der Solution Keeper rein. Auch bietet mir die Clubbox mit dem höhenverstellbaren Deckel den nötigen Schutz gegen Regen, Sonne sowie Wind. Aber nun zum Inhalt. Los geht's! Werfen wir zunächst einen Blick in die obere Haupttasche hinein. Diese Falttasche habe ich schon über 20 Jahre im Einsatz. Sie wird dort hinten in die Clubbox eingehängt. Dort wird die Schlagschnurtasche sowie einige Sachen aus der Gerätetasche, auf die ich nicht eingehen möchte, abgelegt. Was für unterschiedliche Schlagschnüre für die jeweilige Angelsituation ich einsetze, lüfte ich in einer meiner weiteren Filmchen demnächst. Jetzt kommen wir zur größeren EVA-Tasche. Diese wird hinten an die Solution Keeper eingehängt. Packen wir nun mal die Kleinteile im Einzelnen aus. Vorab kann ich schon mal sagen, dass ich dort die etwas sperrigeren Teile sowie meine wichtigsten Ersatzteilchen untergebracht sind. Diese sind wie folgt. Eine Spitzzange, eine Arterienklemme zum Lösen von Öhrhaken oder für Öhrhaken. Dann haben wir diverse Vorfütterungskörbe für den Uferbereich in verschiedenen Größen, sowie auch auf Distanz. Und dann immer mehrere aus Sicherheitsgründen, wenn man doch den einen oder anderen mal verlegt oder abreißt oder auf eine zweite Rute montiert hat. Auch hier die Window-Körbe, das sind Vorfütterungskörbe. Dann seht ihr einen Seitenschneider, der gehört dazu. Dann auf jeden Fall 2 Ersatzmulden, falls man die eine oder andere verlegt oder die fliegt ins Wasser, sonst ist man, ja, dann hat man keine Chance mehr, sauber zu füllen. Eine zweite Stoppuhr, falls doch mal die Batterie leer geht, ist für mich auch wichtig. Dann haben wir einen Schnurmarkierer als Ersatz, falls der ins Wasser fliegt. Ein Edding braucht man immer mal dazu. Dann den Temperaturmesser, den Fishhawk. Dann das Leatherman Multitool
für diverse Sachen, wenn mal Reparatur oder so angesagt ist oder Schraube lösen. Polvitamo, auch das habe ich als Ersatz dabei. Zweite Zahnbürste ist mir auch schon oft ins Wasser geflogen und schon kann man das Ganze, die Method-Korb nicht mehr reinigen. Die Baitband-Zange ist auch für mich ein wichtiges Teil, was ich doppelt habe. Nimmt im Regel keinen Platz weg. Dann habe ich hier noch ein Futterkorb, der ganz leicht, der schwimmt und den kann man mit Blei befüllen, sodass der ganz langsam absinkt. Den habe ich mal vor 10 Jahren in England geholt. Und nochmal ein Sinkwackler hier, der ist schon gut mitgenommen, ihr seht's, aber er funktioniert noch. Auch als Ersatz und nochmal ein schwarzer Stift. Das war's in der EVA-Tasche und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Weiterhin findet ihr den Etagenboden. Dort werden später die Guru-Köderdosen 0,6 Liter abgestellt oder auch größere. Dann folgt der Dosenhalter für die 2 Guru-Dosen. Dann folgt das Ablageblech schmal. Auch seht ihr hier ein platzsparendes laminiertes Papierlineal, nimmt keinen Platz weg. Am Deckel befindet sich noch der Hakenbox. Butler nenne ich ihn, für die Ablage der Hakenbox All-in-One, sodass sie immer griffbereit ist während der Session. Und das war schon in diesem Schritt. In der kleineren, transparenten EVA Kleinteile-Box befinden sich der Polka-Becher. Ihr seht, das war mal eine Dose Mais. Passt genau der rein. Somit ist das sehr gut von der Stabilität. Fällt nicht um. Dann passen dazu die Dreifachschere zum Wurmchoppen oder Mais zerschneiden, nehme ich das gern. Ja, zumindest ich zeige es euch mal für die heißeren Monaten. Gesichtscreme für unsere Insekten oder gegen unsere Insekten, das By the Way und Phenestilgel. Bei uns sind die Schnaken sehr stark, oft in den Monaten. Dann seht ihr hier Line Clip Gums, Ersatz in weiß und in schwarz. Dann die erste Baitband Zange von Ringer. Dann ein Hakenlöser mit Spitze zum Lösen von Knoten. Dann eine PET-Dose mit Styroporkügelchen, wenn man mal Auftrieb erzielen will am Hakenköder. Das gleiche gilt die Spritze zum Aufpumpen der Maden oder Würmer. Ein Schnurglätter. Dann die Inox-Schere und so eine Einfädelnadel, die braucht man auch des Öfteren. Das war's in dieser EVA-Box. Und diese wird bei mir unter der Solution Kiepe platziert, außer hier der Polka-Becher, der kommt in die Klarbox später rein. Im nächsten Schritt schauen wir uns genauer die Kleinteile in dieser Tupperschüssel an. In der Schüssel befinden sich alle Teile, die ich am häufigsten im Einsatz habe, wie folgt. Die Bürste zum Reinigen der Method-Körbe, Hakenlöser und Schlaufenbinder, die 2 unterschiedlichen Schnurmarker, immer um Kontrast herzustellen, helle Schnur, dunkler und so weiter. Dann meine Stoppuhr, Seidenschneider packe ich immer aus. Dann die Preston-Mulde für die Standardkörbe. Hier das Polvitamo, Sinkwackler natürlich. Auch noch Hakenlöser dabei zum Umhängen. Inox-Schere, Vorfütterungskörbe, sogenannte Windows-Körbe. Das sind so die allergängigsten Körbe, klein, groß, die ich immer dabei habe. Und dann hier noch eine Baitstop-Nadel, zum Beispiel für den Rapid Stop zum Auffädeln von Maiskörner oder Boilies. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier ist die EVA-Tasche mit dem Gerümpel drin, sage ich mal.
Denn der Dosenhalter habe ich hier platziert. Jeder kann das so machen, wie er natürlich will. Den Etagenboden habe ich aufgeklappt. Bietet mir also auch Schutz bei Sonne. Ich kann die Sachen unten runterstellen. Habe doppelte Menge am Platz und Übersicht. Hier kommt dann das Hauptfutter rein. Hier das, was ich benutze. Jetzt hier kein Futter mit drin. Hier so eine Trockensession. Hier die ganzen Gobo-Boxen. Das heißt, hier in dieser Klappbox befinden sich nur die Lebendköder und die Futtermengen. Ausgelagert werden dann hier die Körbe. Und dann habe ich hier den Hagenbox-Butler, was ich schon erwähnt habe. Und dann gehen wir mal unter der Kiepe. Dann habe ich hier diese Sachen dann untergebracht. Und die sind für mich immer griffbereit. Das sind die wichtigen Teile. Einige werden natürlich hier schon auf das Etagen, hier auf das Ablageblech gelegt, was ganz wichtig ist, mit Stoppuhr und so weiter. Das war's. Im hinteren Part zeige ich euch jetzt nochmal die EVA-Tasche. Die wird jetzt hier unten eingehängt. Reißverschluss, auch gegen Regen, guter Schutz, dass es nicht nass wird. Ersatzteile. Habe ich vorhin noch vergessen. So, die Brille noch für Nahsicht. Und das war's. Somit sind wir gut gerüstet. Und das war's schon. Ihr seht, es passt alles wie gegossen hinein mit der Fiederanglertasche, dem Inhalt der Kassettenteile in der Kiepe sowie die gefüllte Klappbox. Habe ich alles Nötigste, was man am Wasser zum Fiedern benötigt, dabei. Geht es speziell nur um das Method-Angeln, so habe ich natürlich eine Method-Tasche am Wasser noch dabei. Es fehlen weiterhin die Setzkescher-Tasche mit deren Inhalten der unterschiedlichsten Kescherköpfe und Setzkescher sowie der Futtereimer mit seinen Werkzeugen, Siebe, Quirl und so weiter zum Anrühren des Futters. Auch da werden weitere Filme in Kürze folgen. Ich hoffe, der Einblick in meiner Klappbox XL hat euch gefallen. So könnt ihr mir gerne ein Like spendieren. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen zu diesem Filmchen habt oder gar Themenvorschläge, so lasst es mich gerne unten in der Kommentarleiste wissen. Ich sage mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Film. Euer MS.